Moin zusammen, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, in diesem Video habe ich mir mal ein paar andere Raumschiffe von Rampage Rules, Grimdark Future Warfleets ausgedruckt. Dazu muss ich allerdings sagen, also das sind die drei Größen, ne? Das ist der mittlere jetzt, davor war der große und das ist der mittlere, genau. Davor war der kleine und der ganz große. Was bei den großen hier zu beachten ist, das hat mich auch sehr erstaunt, das Ding hat irgendwie 4 Löcher. Die habe ich jetzt hier ganz simpel und einfach mit Heißkleber ein bisschen zugemacht, weil das Problem ist, also die Löcher hätten mich gar nicht gestört, was ja normal ist, wenn es hohl gedruckt wird, um einfach Resin und so zu sparen. Aber das Problem ist, jetzt passt es. Vorher ist es einfach durchgegangen bis oben zur Decke quasi. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So. Naja, was soll's. Und jetzt werden wir uns, das sind die ganz kleinen, das sind die Jäger. Und nach einem kleinen Werbespot fangen wir an mit dem Bemalen. Ich bedanke mich bei Kutami für die Unterstützung dieses Kanals. Und wenn ihr Miniaturen, Gesellschaftsspiele oder Tabletop-Spiele sucht, schaut gerne unten in die Beschreibung. Da ist ein Link für euch. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, Dankeschön fürs Werbung gucken. So, als erstes fangen wir an mit Trockenbürsten. Ja, ich wusste es. Die Leute, die hier schon öfter reingeschaut haben, die wissen es. Ich bürste sehr viel. Oh Mann, das klang jetzt auch wieder falsch. Also, trocken. Also, ich bürste trocken, ja. Genau, dafür nehmen wir uns hier Gunmetal Silver. Oder, ja, Gunmetal heißt es eigentlich nur. Von Gamecolor. Uns einen Schwingpinsel wie immer. Und dann werden wir unsere lieben kleinen Raumschiffe mal eben alle trocken bürsten. Vorweg werde ich sagen, ich werde sie alle mit Silber trocken bürsten. Allerdings erstmal nur den großen bemalen. Ich habe da so eine Farbkombination im Kopf. Ich weiß aber noch nicht, ob das hinterher gut aussieht. Ja, das sehen wir dann. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, jo, sieht gut aus oder halt nicht. Ja, Trockenbürsten einfach, wie immer, von oben nach unten. So, da haben wir es. Alles trocken gebürstet. Sieht auch schon wieder cool aus. Wie gesagt, das finde ich immer das ganz Nette. Eigentlich kann man die jetzt so dahin stellen, wenn man wirklich gar keinen Bock hat. So, aber das hier ist ja meine Zwergenarmee. Und ich habe mir überlegt, dass da sind Raumschiffe, die passen einfach zu den Zwergen. Ne? Groß, wuchtig. Und ich möchte sie halt in diesem Rot, also ich möchte da rote Akzente drin haben und auch blaue Akzente, weil die Jetpacks zum Beispiel haben blaue Schulterpanzer. Also ich habe das in meiner Armee so gemacht, die Bikes haben schwarze Schulterpanzer, die Jetpacks blaue, die Fußtruppen rote. Demnächst gibt es noch ein Video zu den Scouts und den... Ja, muss ich mal gucken, ob ich die Berserker, dass ich da noch ein Video draus mache. Dann ist meine Armee nämlich auch vollständig. Aber ich muss erstmal die Scouts dann machen als nächstes. Gut. So, ich habe mir überlegt, ich will nur rote Akzente haben. Da ist noch ein H. Ich möchte nur rote Akzente haben. Also sprich nicht alles komplett rot. Und das Teil hat hier sowas wie, ich sag mal, nicht Kernkraftstäbe, wie heißen das? Ja, Energiestäbe. Das sieht aus, als hätten die irgendwie Energiestäbe oder irgendwelche Waffen an den Seiten. Das kommt aber erst später. Erstmal kommt jetzt alles rot. Und genau den oberen Teil hier, also den unteren Teil, den möchte ich gerne so rot haben. Dafür habe ich jetzt das Pure Red genommen. Und den oberen Teil möchte ich gerne in einem Blau machen. Da habe ich dummerweise, wahnsinnig wie ich war, Türkis Blue genommen. Oder Hydra Türkis. Weil ich dachte, schon wieder Ultramarine Blue. Da ist so viel Ultramarine Blue. Aber da ich hinterher noch mit Speedpaints arbeite, ist das jetzt nicht so wild. Und deswegen mache ich jetzt mal einfach das obere Blau. Und hoffe mal, dass das jetzt nicht zu übertrieben alles aussieht. Weil ich sag mal, ja,
Rot und Blau ist so eine ganz komische Kombination, ne? So, das Türkis haben wir. Und jetzt mischen wir Siloed Yellow von Speed Paint und Greedy Gold. Mache ich ja immer ganz gerne. Weil das Gold dann ein bisschen fluffiger wird. Und damit setzen wir natürlich auch noch ein paar Akzente, weil es sind Zwerge und Zwerge benutzen halt Gold wie andere Leute, weiß ich nicht, Platin oder so. Und ich finde, das sieht halt immer ganz cool aus, wenn Zwergenklamotten ein bisschen Gold dabei haben. Die stehen nun mal drauf. So, ich darf es natürlich nicht übertreiben, deswegen nur ein paar Akzente. Und jetzt wird als nächstes mit Matt-Weiß diese, ich sag mal, Kernstäbe, Energiestäbe, wie man es auch immer nennen möchte, die mache ich jetzt weiß, damit ich hinterher mit Plasmatic Bolt ist es, glaube ich, heißt die Farbe, ja, so ein bisschen so einen Plasma-Effekt reinkriege. Schauen wir mal, ob das alles klappt. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier zwischen den ganzen bemalten, ich hätte wahrscheinlich mit dem Weiß anfangen sollen. Naja, weiß ich es bei den nächsten Schiffen, weil ich habe noch ein paar ausgedruckt, damit ich auch eine ordentliche Flotte hinterher aufstellen kann. Und ja, mal schauen, vielleicht kriege ich da ja auch mal einen Battle Report oder so hin, dass ich es vorstelle. Muss ich mal schauen. Ne? Und während ich das jetzt hier mache, werde ich euch ein bisschen Werbung an den Kopf werfen. Und zwar haben wir hier im Norden den Tabletop Club Friesenhammer. Da werde ich auch gleich noch schön die Webseite einblenden. Und der Friesenhammer, der macht eine Convention einmal im Jahr. Und dieses Jahr ist das also die Convention heißt WaterCon, genau ist der 16.08.2025. Genau. Und da werde ich auch sein und ein bisschen Blitzball und Blood Bowl spielen. Nein, eigentlich nur Blitzball. Ich werde da ein Stadion basteln und dann, also was heißt basteln, ne? Ausgedruckt und so. Aber dann spielen wir da ein bisschen Blitzball. Also falls ihr Bock habt und Zeit habt, kommt gerne rum. Die anderen Jungs würden sich auch freuen. Da werden so viele Spiele wieder gespielt. Kriegt man immer Spaß mit, sind einige Leute da. So, genau, jetzt habe ich das mit dem Plasmatic Bolt gemacht. Jetzt kommt Magic Blue, damit ich mein Türkis rette. Das packe ich hier nämlich jetzt einfach da drüber. Dadurch wird das Ganze natürlich dunkler. Und das läuft natürlich auch schön in die Ritzen rein. Und in einem weiteren Video, was ich dann nächste Woche hochlade, werde ich noch ein bisschen Details an diesem Raumschiff machen. Also dieses Video ist tatsächlich mal in 2 geteilt, weil ich es zeitlich leider nicht anders geschafft habe. Ihr wisst schon, da gibt es so ein Spiel, das heißt Leben. Grafik ist gut, Story ist so mäh, aber man muss es halt spielen. Ja, genau. Also hier das Blau wird einfach mit Magic Blue von Speed Paints mal eben gemacht. Und das Rot habe ich ja schon mit Slaughter Red bemalt. Und dann ist der ganze Spaß auch wieder ein bisschen dunkler. Und dann muss ich mal schauen, dass ich das bei dem Plasma hinkriege. Genau, da ist das Slaughter Red. Dass ich das bei dem Plasma hinkriege. Ja, vielleicht, dass ich da noch einen Leuchteffekt oder so hinbekomme. Im nächsten Video. Also falls ihr Tipps habt für Leuchteffekte, ne? Also gerne unten in die Kommentare. Tut mir den Gefallen. Ne? Wir wollen uns ja alle gegenseitig austauschen. Wir wollen alle besser werden. Ich experimentiere immer mit Leuchteffekten rum, aber wenn einer von euch natürlich irgendwie sagt, hör mal, das geht ganz einfach, dann gerne unten in die Kommentare. Da würde ich mich super drüber freuen. Und die anderen Leute können das ja auch lesen, ne? Also von daher ist das ja ein schöner Austausch. Ich zeige euch das mal. Ja. Ich hatte erst die Befürchtung, das ist zu bunt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob das zu bunt ist. Oder ob ihr es für zu bunt haltet. Also ich finde es okay. Meine Frau sagt, nö, das ist nicht so bunt. Also, ja, freuen wir uns darüber. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe da noch was vergessen. Das machen wir jetzt einfach Orkskin Green. Weil das sind hier die Seitenwaffen. Oder ich gehe davon aus, dass es Seitenwaffen sein sollen. Können natürlich auch irgendwelche Fenster sein, dass die Zwerge rausgucken können. Aber ja, die mache ich einfach mit Orkskin Green.
Dann sehen die so ein bisschen aus, so wie Waffen. Schwupp, schwupp, schwupp. Und ja, damit haben wir das Grobe schon mal fertig. Mein Dank geht auch wie immer an alle Kanalabonnenten. Ich weiß, ich habe das in ein paar Videos, vergesse ich das gerne mal. Das ist nicht böse gemeint. Ich vergesse es einfach. Ich bin alt. Und ja, freut mich, dass euch mein Kanal gefällt. Finde ich super, deswegen lasse ich euch auch gerne durchlaufen. Und ab Montag, den 3.2., wird es ab 17 Uhr jeden Montag einen Livestream geben. Da wird dann halt gemalt und gequatscht. Und würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche und bye bye.